Innerhalb der E-Ketzer-Welt sprechen wir von unterschiedlichen Längen. Von einer sogenannten Totallänge, das ist die gesamte Kupferlänge von einem Pad zu einem anderen Pad. Des Weiteren sprechen wir über sogenannte Pin-Pair-Längen innerhalb eines Netzes von einem Pin zum anderen Pin, in diesem Fall 120 bis 155 mm. Oder aber von sogenannten Pinlängen, wobei die Pinlänge die Länge des Pins vom Lötauge bis zum Silizium-Die ist. Die Unterstützung der Pinlänge ist ein wesentliches Merkmal im heutigen Highspeed-Design und hilft bei der Verwaltung des Timings und der Signalintegrität von Highspeed-Signalen. Die Pinlänge, eine Verbindung Bonddraht zwischen dem Kontaktpad Die auf dem Chip und dem Lötpad im Gehäuse. Die Pinlänge kann sowohl auf Part-Level im Library-Editor schon mit Default-Werten vorbelegt werden, als auch auf Signal-Netzlevel-Pin-Ebene im Constraint-Browser des PCB-Editors. Mit der Befehl-Lengthen passt die Routing-Struktur unter Berücksichtigung der Pinlänge auf die gewünschten Netzlängen an und hilft somit, Probleme wie Skew, Jitter bei Highspeed-Design zu vermeiden. Schauen wir uns die Pin-Length-Berücksichtigung anhand einer DQ-LAN 4 innerhalb einer DDR3-Speichereinheit an. Die Leitung, die hier blinken, ist unser DQ4 und das ist auch unser DQS-Strop. Wir können hier einmal auf Update Selected klicken und wir sehen, alle Werte sind in schwarz gehalten, keine Zahl ist rot eingefärbt. Damit haben wir alle Toleranzen innerhalb der DQ-LAN von 0,174 mm eingehalten und die Toleranz zur Master Clock von 0,63 mm. Schauen wir uns doch einmal die Pinlängen an. Dazu gehen wir auf Signals, DQ2 bis 39, das ist unser DQ-LAN 4. Wir sind auf Basic und wir selektieren hier oben den Pin. Und wir sehen, dass keinerlei Pin-Längen eingetragen sind. Schauen wir kurz in der Bibliothek nach, ob schon Werte vorhanden sind. Einfach auf Edit Part. Hier ist die Bibliothek unser BGA und wir sehen hier Pin-Length sind mit Werten aufgefüllt und wenn wir uns das mal anschauen, dann können wir auch direkt sehen, welcher Wert wo ist. 2 mm, 2,7 mm, jeweils immerhin zum Silizium-Die, was wir hier in der Mitte haben. Das Bauteil ist noch selektiert und schon versuchen wir einen Reload. Das ist unser DDR3-Speicherbaustein. Wir wollen natürlich alles aktualisieren und nichts beibehalten, weil wir alle Werte neu haben möchten. Wir sagen Apply, OK. Wir erhalten ein paar Informationen, das wird abgedatet. Schauen wir uns das kurz an. Wieder unser DQ-LAN. Wir sehen hier keine extra neuen Werte, weil das sind die Standardwerte, die wir derzeit in der Bibliothek haben. Die werden jetzt auch auf Netzlevel für das PIN mitberechnet. Das bedeutet, wir haben hier unser Netz und wir haben hier jeweils die beiden Pins. Und das sind die Standardwerte, die wir verwenden wollen. Schauen wir uns das wieder unter Skew an. Die LAN und unsere Clock. Jetzt führen wir ein Update durch und wir sehen mit einmal ein paar rot eingefärbte Werte, weil wir jetzt die Standardwerte aus der Bibliothek vom Lötpad gewissermaßen über dem Bonddraht zum Siliziumchip messen können. Und wir sehen, das passt nicht so ganz. Durch das Library Reload sind die internen Längen Pad to Die auf dem Silizium hinzugefügt worden. Unsere Meander stimmen natürlich nicht mehr. Wir entfernen mit Unmiete erstmal alle Meander. Das ist immer das Einfachste. Selektieren nochmal unsere DQ-LAN 4 plus den dazugehörigen Strop und führe das Lengthing, also den Längenabgleich, noch einmal durch. Das wird durchgeführt. All Constraint Meet, das sieht schon mal gut aus. Jetzt schauen wir uns das noch einmal an. Den Strop noch selektieren, Update Selected, keine Zahl ist rot eingefärbt, alles passt, alles ist so, wie wir das haben möchten.
Aktuell sind alle unsere Werte innerhalb der Toleranzen, sei es DQS-LAN oder passend zum Strut. Jetzt gucken wir uns das mal Signal-Pin-Level an. Hier tragen wir einfach einmal 5 Millimeter ein, was mit Sicherheit ein ganz anderer Wert ist wie in der Bibliothek, ungefähr 3 Millimeter größer, gehen wieder zurück zur SKU Group und sehen sofort, dort werden Zahlen rot eingefärbt. Wir sind also etwas über 3 Millimeter drüber. Wir selektieren unsere Gruppe nochmal, sagen wieder Lengthening. Das System führt ein Lengthening durch. Das können wir dann gleich wegklicken. Wir wollen das direkt durchmessen, ob unsere Längen jetzt passend sind. Gehen wieder in Design Constraints, selektieren Update Selected und wir sehen, die Werte sind angepasst worden, die Meander sind angepasst worden. Obwohl dieser eine Pin manuell modifiziert worden ist, hat das System anschließend alles wieder auf Länge getrimmt. Das ist die Funktion Pin Length in seinen beiden Ausführungen.